Ja, wir verlassen soeben den Passantenhafen hier, Maasmecheln. Hatten eine sehr, sehr angenehme, ruhige Zeit hier verbracht. Gestern ein bisschen Shopping im Outlet. Ja, und jetzt geht es weiter Richtung Weert, also zurück in die Niederlande. Wir haben ungefähr 40 Kilometer und vor uns 3 Schleusen. Eine belgische und 2 holländische, glaube ich. Aber wenn man jetzt sagt, wir fahren von einem Outlet zum anderen, dann muss ich sagen, hat Remont mehr zu bieten wie hier Maasmecheln. Schon eine Etage netter. Wobei hier, das ist nicht so überlaufen wie Remont. Das muss man schon mit dazu sagen. Und ja, hier ist auch angenehmer anlegen und festmachen für Boote als in Remont. Und Schatz, das ist aber schlecht, wenn du jetzt gerade beim Ablegen dich genau vor die Linse stellst. Ich bin doch so schmal. Ja, aber du warst genau im Blickfeld. Aber so richtig genau. Das tut mir leid. Ich verschwinde. Ich habe gerade mal 8 km/h drauf. Ganz gemütlich. Die Motoren sind auch noch nicht wirklich. Ach doch, die sind wohl warm. Ja, aber noch nicht auf voller Betriebstemperatur. Ne? Reichen 1000 Umdrehungen, 900 habe ich jetzt drauf. Ja, wie gesagt, knapp 40 Kilometer, 3 Schleusen. Ja, unterwegs wollen wir noch einen Passantenhafen, nicht einen Passantenhafen, eine Marina anfahren, um Wasser noch zu bunkern. Ich hoffe, das geht klar da. Weil auch in Weert bekommen wir zwar Strom und haben auch einen schönen Liegeplatz, aber auch da ist leider Wasser Mangelware. Und da wir ja noch ein paar Tage vor uns haben, ist es leider auch so, dass wir ein bisschen mehr Wasser brauchen, alleine zum Duschen und so. Aber wir sind da positiver Dinge, dass das heute alles so klappt. Ja, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann haben wir einen Wert, eben einmal nicht, dann fahren wir auf den Rückweg irgendwo in unseren heimatlichen Gewässern rund um Remont einen unserer Häfen an, bunkern da Wasser und fahren dann eben wieder raus, weiter. Ich schätze mal, dass wir hier in unsere Frieslandbucht fahren werden, da auch noch eine schöne Zeit verbringen werden. Heinz ist unterwegs, da kann ich jetzt auch ein bisschen mehr Gummi geben. Dass wir jetzt gemütlich mit 12 km/h hier den 11,5 ungefähr den Kanal jetzt lang schippern. Ich habe jetzt 1400 Umdrehungen. Das passt. Ja, in die Tiefgänge hier an den Kanal, die sind nicht so prall, weil kommt man zu nah am Ufer, wird man ganz schnell merken, dass der Tiefgang nicht so optimal gegeben ist. Man hält sich hier am besten in der Mitte des Fahrwassers auf. Weil es ist nicht überall so wie in den Niederlanden, dass die Spundwände an der Seite stehen und der Kanal gerade runterläuft. Nee, teilweise ist es wirklich so, dass die hier mit Kies und Steinen eben aufgeschüttet haben und es flach abfallend in den Kanal reinläuft. Also für jeden, der hier fährt, bisschen Vorsicht. In dem Sinne, Leute, wir sehen uns, hören uns später wieder. Ciao, ciao. Tja, meine Lieben, was sollen wir zu diesem Video sagen? Wenn ihr auf der Suche nach einem Adrenalinkick seid, der euch senkrecht aus den Socken haut, dann, nun ja, dann sind Kanalfahrten vielleicht nicht das allererste auf der Liste, was ihr erleben wollt. Hier geht es nicht um Höchstgeschwindigkeiten, wilde Wellenritte oder darum, der Schwerkraft ein Schnippchen zu schlagen.
Tatsächlich könnte man sagen, die Kanalfahrt ist das genaue Gegenteil eines Actionfilms. Eher so etwas wie ein gemütlicher Eifelkrimi in Buchform. Aber genau das ist ja der ganze Sinn und Zweck dieser Bootstour. Wir sind hier, um das Gaspedal des Lebens loszulassen. Hier schalten wir nicht nur einen Gang, sondern gleich 3 Gänge runter. Es ist die Kunst des Entschleunigens. Stellt euch vor, ihr sitzt da, lasst die Seele baumeln, das Wasser zieht gemächlich vorbei und eure größte Sorge ist, ob ihr euch noch einen weiteren Kaffee holen solltet. Runterkommen und genießen, das ist unsere Devise. Und mal ehrlich, wer braucht schon Adrenalin, wenn man dieses entspannte Panorama haben kann? Also lehnt euch zurück und lasst den Stress, so wie wir, einfach am Ufer zurück. Ja, die erste Schleuse heute auf unserer Tour und wieder um 55 Meter lang, 7,5 Meter breit. Irgendwie ist das wohl so ein Standardmaß hier auf dem Kanal. Die letzten beiden Schleusen, die wir im vorherigen Video schon gesehen haben, hatten die identischen Maße. Die Schleusenkammer selbst hat, wie gesagt, eine komfortable Breite von 7,5 Meter. Unser Bildchen hier misst genau 4 Meter in der Breite. Rechnen wir jetzt noch die Fender mit dazu, kommen wir ungefähr auf 4,5 Meter. Also das heißt, je Seite beim Einfahren haben wir locker 1,5 Meter Platz zu jeder Seite. Und das ist mehr als genügend Freiraum für uns. Kein Stress, nur entspanntes Einparken. Wie ihr seht, kriegen wir das locker hin. War das denn nicht mal perfektes Timing? Während Sandra mir gerade die Achterleine gibt, kann ich gleichzeitig den Abfall loswerden, den wir hier an der Schleuse entsorgen dürfen. Währenddessen kommt gerade Heinz und Marion von hinten mit ihrem Boot angerauscht. Und ja, wie ihr sehen könnt, können die beide direkt Hilfe gebrauchen. Ohne lang zu fackeln, packt Sandra mit an. Sie assistiert den beiden, nimmt die Leine vorne an. Denn wie wir wissen, 4 Hände statt 2 ist gleich viel entspannter. Also Leute, so sieht gutes Teamwork auf dem Wasser wirklich aus. Wenn ihr euch jetzt gerade fragt, was der freundliche Herr Schleusenwärter hier eigentlich genau macht, ganz einfach. Das ist der Moment der Bürokratie auf dem Wasser. Er notiert sich unser Kennzeichen und den Bootsnamen. Dies dient dazu, abzugleichen, ob unser Boot auch ordnungsgemäß registriert ist und ob wir die fälligen Gebühren für die Nutzung der Wasserwege hier in Belgien bezahlt haben. Kurz gesagt, er prüft, ob wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, bevor wir die letzten Meter auf den belgischen Kanälen weiter unsicher machen können. Das Ablasswasser innerhalb der Schleuse muss wohl ziemlich weit vorne liegen, da die Strömung uns doch etwas nach vorne zieht, wie ihr sehen könnt. Aber keine Sorge, das ist jetzt wirklich kein Hexenwerk. Es ist nur ein leichtes Ziehen und ehrlich gesagt sind wir ganz andere Kaliber gewohnt. Deutlich schlimmere Schleusen, bei denen man wirklich kämpfen muss. Hier, das ist alles noch total entspannt. Tja, liebe Wasserfreunde, diese Schleuse war im Vergleich zu unserem letzten Abenteuer wirklich ein Kinderspiel. Wir sind hier gerade mal 1,5 Meter nach unten gegangen. Das ist, entschuldige aber den Ausdruck, Pillepalle für uns, wenn wir uns mal an die Schleuse von Lanaken zum Beispiel oder von Maasbracht erinnern. In Lanaken hatten wir 8 Meter und in Maasbracht sogar 12 Meter Fallhöhe. Also das hier ist Wellness für unser Boot. Jetzt heißt es nur noch kurz warten, bis die Brücke aufgeht, die Ampel auf grün umspringt und uns das offizielle Go gibt. Dann machen wir die Leinen los, setzen unseren entspannten Kurs weiter fort Richtung der nächsten Schleuse.
einer der Hauptgründe, warum wir für diesen Turn diese ganz spezielle Route gewählt haben, war unser Wunsch nach maximaler Entspannung. Wir wollten bewusst möglichst wenig Berufsschifffahrt um uns herum haben, um einfach entspannt durch die Kanäle schippern zu können. Das heißt, wir können die Ruhe wirklich genießen und uns ganz auf die kleinen nostalgischen Schleusen konzentrieren, die man hier überall in Belgien findet. Die sind einfach ein Erlebnis für sich. Ganz ehrlich, für uns als Skipper ist das schon etwas Besonderes, so unterwegs zu sein. Ohne den ständigen Trubel der Berufsschifffahrt oder den Stress anderer Sportbootfahrer. Man muss nicht ständig wachsam sein, man muss nicht gegen die Wellenschläge ankämpfen oder den Sog der großen Pötte ankämpfen. Das ist für uns Urlaub pur. Das ist Entschleunigung in ihrer schönsten Form. Schaut euch dieses Farbenspiel an. Das ist wirklich das i-Tüpfelchen auf dieser Route. Die Bäume hier entlang des Kanals präsentieren sich gerade in ihrem schönsten Herbstkleid. Teilweise leuchtendes Orange, dann wieder sattes Grün, gemischt mit tiefem Braun. Es ist eine wahre Explosion an Farbschattierungen. Und bevor wir uns versehen, ist schon die nächste Schleuse da. Das ist die vorletzte Schleuse auf unserer belgischen Etappe. Danach geht es quer durch Holland weiter. Und wie sollte es auch anders sein, dass man hier wieder exakt die gleichen Maße hat. Wieder 55 Meter lang und wieder 7,5 Meter breit. So irgendwie ein Déjà-vu, oder? Man könnte ja fast meinen, die haben die hier im Baukastensystem irgendwo fertigen lassen. Wie anfänglich schon mal erwähnt, mussten beide Boote dringend die Wasservorräte auffüllen. Also, das heißt Wasserbunkern, Leute. Ja, wir haben hier nicht nur die Wassertanks wieder randvoll gemacht, sondern gleich auch die Kraftstofftanks bis oben hin gefüllt. Zu der Jahreszeit nutzt man eben jede gute Versorgungsstation aus und verlässt sich nicht darauf, dass die nächste vielleicht doch geöffnet hat, weil außerhalb der Saison ist das nicht gang und gäbe, dass man überall noch alles bekommt. Also, wir stehen gerade vor der Schleuse 16, wo gerade zwei große Berufsschiffe reinfahren. Wir haben uns dazu entschieden, doch hier draußen zu warten, weil mit zwei Booten, oder besser gesagt zwei Schiffen, die mit Motor innerhalb der Schleuse liegen, wollen wir mit unseren Sportbooten denn doch nicht reinfahren. Haben gerade auch den Schleusenwärter darüber informiert, dass wir lieber einen Schleusenvorgang warten würden. Ja, so kurz vom Ziel kann sowas eben auch mal passieren, dass wir dann sagen, die Sicherheit geht uns vor, wir warten lieber. Das hier gehört zum normalen Skipperleben eben mit dazu. Wie so oft im Leben hat die Berufsschifffahrt hier ganz klar Vorrang. Wir sind hier die kleinen Gäste und die großen Frachter sind nun mal hier die Hausherren. Das bedeutet jetzt für uns, wir haben ungeplant, aber eine willkommene längere Pause vor uns. Und die wollen wir optimal nutzen. Das heißt, die Hunde bekommen ihren wohlverdienten Langgang, damit sie in Ruhe ihr Geschäftchen erledigen können. Wir, also Skipper, Crew, machen uns gemütlich, halten einen entspannten Plausch hier an Land, trinken noch einen Kaffee und lassen wie schon den ganzen Tag irgendwie die Seele baumeln, nicht die Segel baumeln. Wir warten ganz geduldig darauf, dass die Schleuse die Frachtschiffe abfertigt und uns das nötige grüne Licht und den Freiraum gibt, damit wir unser Tagesziel eben erreichen können.
Nachdem wir eben einen ungewollten, aber charmanten Stopp an der letzten Schleuse einlegen mussten, gibt es kurz vor dem Passantenhafen von Weert direkt die nächste Überraschung. Diesmal bleibt eine Brücke geschlossen. Berufsverkehr an Land hat hier nun Vorrang. Das bedeutet für uns noch einmal eine Zwangspause von gut einer Stunde, bis wir passieren dürfen. Das Wasserstraßenkarma meint es heute wohl besonders gut mit unserer Geduld. Aber hey, dafür war die eigentliche Anfahrt zum Hafen dann wunderschön und entspannt. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie das Ganze am Passantenhafen aussah. Das ausführliche Video zu dem Hafen findet ihr natürlich auch auf unserem Kanal. Wenn ihr Lust habt, klickt direkt rüber und schaut es euch an. Jetzt lassen wir das Boot aber Boot sein. Hier kommen noch ein paar stimmungsvolle Eindrücke von Weert selbst, die ihr jetzt in aller Ruhe genießen dürft. Viel Spaß beim Entdecken und bis zum nächsten Mal. Da ist dieser Blick, wenn der Tag langsam fällt, wenn das Wasser ganz ruhig wird und die Welt sich verstellt, dann stehen wir zusammen, ein Team, das sich kennt. Hier zählt kein Pokal, sondern wer wirklich brennt. Team Hafen Kiel.